Anhänge werden immer häufiger für das Verschleiern von Malware verwendet. Aus diesem Grund haben wir das Feature Content Disarm and Reconstruction entwickelt. Mit dieser Funktion ist es möglich, E-Mail-Anhänge im Word-, Excel- oder PDF-Format in ein unkritisches PDF umzuwandeln. Dadurch bekommt der Empfänger einen Anhang zugestellt, der ohne Malware behaftet ist und sicher geöffnet werden kann. Um die Funktion Content Disarm and Reconstruction, kurz CDR, im Nussbaum Proxy verwenden zu können, muss eine Anpassung des Inhaltsfilters vorgenommen werden. Der Inhaltsfilter dient im Nussbaum Proxy dazu, Dateianhänge an E-Mails unterschiedlich behandeln zu können. Diese Konfiguration wird über das Nussbaum Proxy Command Center vorgenommen. Hierfür gehen wir im Nussbaum Proxy Command Center in den Bereich Konfiguration, Inhaltsfilter und erstellen als allererstes eine Aktion. In diesem Fall nehme ich eine Aktion für SMTP-E-Mails und gebe dieser einen Namen. Die Aktion soll den Anhang prinzipiell erst einmal erlauben, weil wir beispielsweise Word-Dokumente gerne empfangen möchten. Und wir möchten den Anhang gerne auch an der E-Mail behalten. Nun haben wir die Möglichkeit zu aktivieren, wo der Content Disarm stattfinden soll, auf PDF-Dokumenten, Word-Dokumenten sowie Excel-Dokumenten. Hier hat man die freie Wahl, ob man alles aktivieren möchte oder nicht. Und danach können wir dann sagen, was mit dem Originaldokument passieren soll. Als Empfehlung verwerfen wir natürlich nicht das Dokument, sondern wir laden es in das Webportal vom Nussbaum Proxy hoch, wodurch ein Administrator die Möglichkeit hat, dieses zu prüfen und auch freizugeben. Das heißt, wir sperren das Originaldokument, wir benachrichtigen unseren Administrator darüber, dass es einen Upload gibt, der geprüft werden möchte. Wir hätten dann noch die Möglichkeit zu sagen, dass diese Datei automatisch freigegeben werden soll. Und wir können dem Benutzer, der die Datei empfangen soll, auch die Möglichkeit geben, einen Antrag zu stellen, damit der Administrator aktiv darauf aufmerksam gemacht wird, dass eine Datei freigegeben werden soll. Dies erzwingen wir in diesem Fall einmal und speichern die Aktion. Mit dieser Aktion erstellen wir nun einen entsprechenden Inhaltsfilter. Dieser benötigt auch einfach wieder einen Namen. Wir hätten hier die Möglichkeit, noch eine Größenbeschränkung zu machen. Und dann hinterlegen wir, für welche Dateitypen der Inhaltsfilter greifen soll. In unserem CDR-Fall nehmen wir entsprechend Word, Excel und PDF-Dokument. Für diese Dateitypen wählen wir dann die Aktion, die wir gerade eben erstellt haben, für CDR aus, machen das gleiche jetzt auch für Webportal-E-Mails und speichern das Ganze. Für unsere Nussbaum Proxy Cloud-Kunden stellen wir die Aktion vordefiniert bereit, sodass sie selbst in der Cloud die Möglichkeit haben, einen solchen Inhaltsfilter bauen zu können. Um den Inhaltsfilter nun aktiv zu schalten, wechseln wir in den Bereich Identitäten, Unternehmensbenutzer oder Partner, bearbeiten hier die Standardeinstellungen, die Partnereinstellungen oder die Gruppeneinstellungen und gehen bei dem eingehenden Inhaltsfilter auf unseren neuen definierten Inhaltsfilter. Speichern das Ganze und von nun an werden die entsprechenden Dateianhänge vom Nussbaum Proxy entschärft. Wie sieht Content Disarm and Reconstruction nun in der Praxis aus? Unser externer Kommunikationspartner verschickt eine E-Mail. In diesem Fall eine ganz normale E-Mail mit einem Word-Anhang. Diese E-Mail wird vom Nussbaum Proxy nun empfangen und unser eben konfigurierter Inhaltsfilter samt CDR wird ausgeführt. Der interne Mitarbeiter empfängt nun diese E-Mail und anstelle des eigentlich angehangenen Word-Dokuments sehen wir ein PDF-Dokument. Dieses wurde vom Nussbaum Proxy erstellt und entsprechend wurde auch noch eine Fortschaltseite angefügt, damit der Mitarbeiter darüber informiert wird, dass es eigentlich ein anderes Dokument gibt. Wir können hier sehen, der Inhalt kann ganz normal gelesen werden, sodass der Mitarbeiter arbeiten kann. Über den Freigabe-Status Prüfen-Knopf hat nun der Mitarbeiter die Möglichkeit, den Administrator darüber in Kenntnis zu setzen, dass er die Originaldatei gerne empfangen möchte. Und die Genehmigung wird entsprechend beantragt. Der Administrator wird nun per E-Mail darüber informiert, dass der Mitarbeiter
die Datei gerne freigegeben bekommen möchte und kann durch einen einfachen Klick aus der E-Mail heraus direkt in die Nachrichtenverfolgung des Nostrum Proxys wechseln, um sich hier die Datei anzuschauen, gegebenenfalls herunterzuladen und entsprechend freizugeben.